Wir produzieren viel zu viel CO2. Wenn wir so weitermachen, ist unser Kohlenstoffbudget in 12 Jahren aufgebraucht. Setzen wir mehr CO2 frei, droht eine massive Erwärmung des Klimas mit katastrophalen Folgen. Nachhaltigkeitsforscher Kai Niebert weiß, was wir tun müssen, um unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir auch unser Verhalten ändern. Das heißt weniger Wegwerfkonsum, weniger Fleisch und weniger Fliegen. Stattdessen gesünderes Essen und öfter mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das Problem ist jedoch, selbst wenn wir es gut meinen, nur ein Drittel unseres eigenen ökologischen Fußabdrucks können wir selber bestimmen. Beim Rest sind wir von unserem Umfeld abhängig. Wo kommt der Strom für den öffentlichen Nahverkehr her? Was für eine Heizung hat mein Vermieter eingebaut? Und haben wir überhaupt genügend erneuerbare Energien? Was wir brauchen, ist eine nachhaltige Politik, die wirklichen Klimaschutz will. Das heißt, Politik muss wieder Mut haben, Leitplanken zu setzen. Ab 2030 darf kein neuer fossiler Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden und der Strom darf nicht mehr aus der Kohle kommen. Was wir brauchen, ist eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Ganz Europa kann mit 2% der Fläche mit Strom aus Wind und Sonne versorgt werden. Der Platz ist da, entlang von Autobahnen und auf Dächern. In der Schweiz haben wir es sogar noch besser. 50% unseres Stroms kommt bereits aus Wasserkraft. Der ÖV muss kostenlos werden. Der Witz daran, das Geld dafür ist da. Wir müssen einfach nur konsequent die umweltschädlichen Subventionen auf Diesel und Kerosin streichen. Und ja, wir müssen auch unseren Konsum verändern. Statt immer neuer, immer billiger und immer mehr, sollten wir vielleicht wieder zum Sonntagsbraten zurückkehren, statt täglich das Billigschnitzel zu essen. Wie das gehen kann? Vielleicht sollten wir einfach den Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr zutrauen. Politikerinnen und Politiker haben häufig Probleme damit, über ihre eigene Legislatur hinauszudenken. Bürgerinnen und Bürger denken weiter und denken tiefer. Frankreich zum Beispiel macht es gerade vor. Dort sind gerade 150 Französinnen und Franzosen eingeladen, die Klimapolitik fürs nächste Jahrzehnt aufzuzeigen. Und der Clou daran, es funktioniert. Also packen wir es an. Nichts tun geht nicht.